Hallo und willkommen auf dem YouTube-Kanal von Autohaus Tabor. Der Captur ist ja eines der beliebtesten Modelle von Renault und es ist natürlich kein Wunder, dass Renault ihrem Kassenschlager ein neues Facelift verpasst. Und Facelift trifft sich hier ganz gut, denn vor allem in der Front hat sich der Captur stark verändert. Er trägt jetzt das neue Markengesicht von Renault, vor allem an diesem schönen LED-Tagfahrlicht hier an der Seite zu erkennen mit so einem Lufteinlass. Und natürlich auch an dem neuen Renault-Logo hier, das auch ein bisschen dreidimensional aus dieser Form hier raussticht. Und der nicht durchlässige Kühlergrill, der auch dem Captur ein sehr schönes Gesicht verleiht. Den Captur gibt es jetzt in 3 Ausstattungslinien. Einmal den Evolution, die Basisversion quasi, und dann den Techno und den Esprit Alpine, wie wir ihn hier haben. Wir haben ihn hier in Stahlgrau mit einer Bicolor-Lackierung mit einem schwarzen Dach. Und auch den Topmotor haben wir hier drunter, den Full Hybrid mit 143 PS, 145 wird er bezeichnet. Und der Einstiegsmotor mit einem 90 PS Benziner. Dann haben wir noch einen 100 PS Autogasmotor und 2 Mildhybride. Dann laufen wir einmal um den Kompakt-SUV herum. Hier in der Top-Version haben wir sehr schöne 19 Zoll Leichtmetallfelgen. Standardmäßig haben wir 17 Zoll, also auch noch eine ordentliche Größe. Und wegen der Esprit Alpine Version hier an der Seite so ein schönes Emblem. Alpine ja die Sportmarke von Renault und das bedeutet auch quasi, dass wir hier ein paar sportlichere Elemente im Design verbaut haben. Und anders als bei der Front hat sich an der Seite nicht extrem viel getan. Der Vorgänger hatte ein paar Chromzierleisten, die sind jetzt hier beim Nachfolger nicht mehr da. Wir haben einen Radstand von 2,64 Meter und eine Gesamtlänge von 4,23 Meter. Und dann können wir uns direkt noch einmal hier ans Heck begeben. Hier wieder die C-förmigen Scheinwerfer, die auch hier ins Heck übergehen. Also da hat sich nicht viel getan. Hier zum einen das E-Tech Hybrid Logo, was auf unseren Motor wieder anspielt. Und auch natürlich das neue Renault Logo und wie wir es kennen mit der Rückfahrkamera in der Rombe verbaut. Haifischantenne haben wir auch. Und dann werfen wir mal einen Blick in den Kofferraum. In den Kofferraum passen insgesamt 326 Liter bzw. 440. Das liegt daran, dass wir die hintere Rückbank nach vorne und nach hinten verschieben können und uns somit entscheiden können, ob wir mehr Platz im Kofferraum oder mehr Platz für die Passagiere hätten. Und außerdem haben wir hier in dem Full Hybrid ein bisschen weniger Platz als in den anderen Motorisierungen. Das liegt einfach daran, dass hier ein bisschen mehr Technik verbaut ist. Und natürlich können wir auch die hintere Rückbank umklappen und dann haben wir ein Kofferraumvolumen von 1149 Litern. Außerdem haben wir noch hier einen doppelten Ladeboden. Hier ist entweder ein Ersatzrad drin oder wie bei uns in dem Fall jetzt keins, sondern ein Reifenreparatursitz stattdessen. Und auch hier an der Seite noch an beiden Seiten ein kleiner Haken und ein Licht. Automatische Heckklappe haben wir nicht, muss sie noch ganz normal zumachen und dann können wir uns einmal auf die Rückbank begeben. Die Rückbank ist nach vorne und hinten verstellbar. Das geht über einen Griff hier in der Mitte. Für mich wird es natürlich ein bisschen eng hier vorne, aber theoretisch könnte ich immer noch hier sitzen. Der Sitz ist auf mich eingestellt vorne. An der Seite haben wir elektrische Fensterheber und hier in der Mitte haben wir 2 USB-C-Anstecker und einen 12-Volt-Stecker und noch 2 Luftdüsen ohne dritte Klimazone. Die Sitze in der Esprit Alpine Version sind zum Teil Stoff, zum Teil Kunstleder und überall hier diese blauen Ziernähte für die Esprit Alpine Farbe, genauso wie in den Sicherheitsgurten hier an den Seiten sehr schöne blaue Elemente und die Isofix-Abdeckungen sind hier hinter einem Reißverschluss und für den Stauraum haben wir hier vorne ein Netz und auch in der Seitentür noch ein recht kleines Fach, aber ein bisschen passt da trotzdem rein. So, und bevor ich mich jetzt hier vorne reinsetze, schauen wir uns noch einmal kurz die Sitze an. Wir haben wie auch hinten zum Teil Stoff hier in der Mitte und außen dann Kunstleder. Dann hier das Alpine-Logo und auch wieder natürlich die blaue Naht. Hier einmal noch die Frankreich-Flagge. Genauso wie auch am Lenkrad Kunstleder und hier sehr schön die Tricolor-Naht einmal. Und natürlich das ganze Alpine-Design zieht sich hier durch den Innenraum, genauso wie hier in der Verkleidung wird es einmal hier gegen Ende immer blauer. Auch hier nochmal die Frankreich-Flagge und natürlich wieder überall diese blauen Nähte.
In unserer Version lassen sich die Sitze auch noch elektronisch verstellen, und zwar hier nach vorne zurück, hoch und runter und auch die Lehne hier nach hinten und nach vorne. In unserer Version haben wir hier eine frei schwebende Mittelkonsole. Das heißt, wir haben hier unten noch Platz für das Handy. Hier ist die induktive Ladestation fürs Handy. Dann haben wir hier die Parkbremse, 2 Becherhalter und hier auch dieses klassische Renault Schlüsselfach. Hier oben dann nochmal ein Stauraum mit 2 USB-C-Anschlüssen und dem 12-Volt-Stecker. Dann hier nochmal ein weiteres Staufach und auch natürlich an den Seiten ordentlich viel Stauplatz. Genauso wie an der Armlehne hier. Diese lässt sich nämlich auch öffnen und dann haben wir hier nochmal ein kleines, aber dafür recht tiefes Fach. Und auch das Handschuhfach bietet ordentlich viel Platz. Da kann man ziemlich tief reinschauen. Also auf jeden Fall platztechnisch wird man keine Probleme haben im Captur. Dann starte ich einmal den Motor mit dem Start-Stopp-Knopf, damit wir uns einmal das Infotainment anschauen können. Wir haben hier in der Esprit Alpine Version ein 10,2 Zoll Infotainment-System mit OpenR-Link. Das ist das neueste Infotainment-System von Renault, was jetzt auch natürlich alle neuen Renault-Modelle verbaut haben. Und das Tolle daran ist, dass es mal wieder auf Android basiert. Das heißt, wir haben hier die Google Services zumindest ab der Techno-Ausstattungslinie und können hier zum Beispiel Google Maps nutzen. Das ist natürlich immer top aktuell. Und wie man auch sieht, der Bildschirm ist extrem flüssig, was man nicht immer erwartet aus Infotainment-Systemen in Autos. Da kann man also auf jeden Fall nicht meckern. Und in den Apps können wir im Play Store noch, ich glaube, 50 weitere Apps installieren. Das werden natürlich wahrscheinlich immer mehr. Und ich würde sagen, bei diesem Infotainment-System tut man nichts vermissen. Auch den Google Assistant haben wir natürlich. Wir können über Sprachsteuerung Routen berechnen oder auch einfach ganz normal mit dem Google Assistant reden, wenn wir irgendwelche Fragen haben. Auch zum Auto kann man Fragen stellen. Diese sind auch so programmiert, dass es aufs Auto abgestimmt ist und der Google Assistant diese dann gut beantworten kann. In den Menüs hier oben haben wir dann zum einen das Radio. Hier können wir uns natürlich die Favoriten einstellen. Wenn wir hier in der Radioliste die Sterne markieren, die Telefonverbindung, damit können wir, wenn wir unser Handy koppeln, Android Auto oder Apple CarPlay auch kabellos nutzen, was aber meiner Meinung nach vielleicht nicht unbedingt notwendig ist, weil man ja hier schon zum Beispiel Google Maps hat. Auch sowas wie Spotify lässt sich hier installieren, das heißt, die Verbindung zum Handy ist hauptsächlich für Nachrichten oder Telefonie praktisch. Wer das nicht braucht, der kann auch darauf verzichten. Dann haben wir hier einmal die App-Übersicht. Im letzten Menü haben wir verschiedene Fahrzeugeinstellungen. Zum einen haben wir hier die Multisense-Modes. Damit lassen sich die verschiedenen Modi einstellen, zum Beispiel der Sportmodus, Schneemodus oder Eco, wenn man ein bisschen spritsparender fahren will. Wenn einem was nicht passt an den Einstellungen, kann man diese natürlich auch konfigurieren. Und dann haben wir hier noch weitere Menüs, wie zum Beispiel elektrisch, hier beim Full-Hybriden. Hier wird einem dann angezeigt, von wo er gerade die Energie zieht. Jetzt aktuell läuft der Verbrenner hier, der Sauger nicht, sondern die Energie wird für die Lüftung, das ist ganz cool animiert, aus der Batterie gerade gezogen. Und in den Einstellungen lässt sich noch der Fußgängerwarnton aktivieren und vorausschauender Hybrid. Ist einfach nur eine Info, wie dieser sich verhält. Beim My Driving haben wir dann verschiedene Statistiken zum eigenen Fahrverhalten. Beim Fahrassistenten können wir die verschiedenen Assistenzsysteme aktivieren, wie zum Beispiel auch hier Abstandswarner, adaptiver Geschwindigkeitsbegrenzer und natürlich auch die Parkeinstellungen. Da können wir die Signaltöne lauter, leiser stellen oder ausmachen, wenn man zum Beispiel mal in die Waschstraße fährt. Und dann haben wir beim Fahrzeug noch verschiedene Einstellungen, Displayhelligkeit, wie sich das Auto verhält, wenn man es zum Beispiel entsperrt und natürlich hier die ganz normalen Einstellungen mit Internet und Updates kann man hier alles nachvollziehen. Die Klimasteuerung ist dann zweigeteilt. Wir haben zum einen im Display per Touch ein paar Knöpfe, wie zum Beispiel auch die Lenkradheizung oder die Sitzheizung und dann hier feste Knöpfe, mit denen wir zum einen die Klimaautomatik steuern können. Wir haben hier eine Einzonen-Klimaautomatik und natürlich auch hier die Lüfterstärke oder die Temperatureinstellung an der Seite. Und zum digitalen Tacho-Display, da können wir uns verschiedene Anzeigen einstellen. Zum einen natürlich die Tacho-Instrumente und mit dem Knopf hier am Lenkrad, mit diesem Menüpunkt können wir hier uns weitere Menüs einstellen.
Zum einen können wir die Navigation hier auf das digitale Display spiegeln, was ich ziemlich cool finde. Und natürlich können wir auch hier noch ein paar weitere Einstellungen tätigen, wie zum Beispiel hier werden wahrscheinlich Fahrassistenzsysteme ein bisschen detaillierter angezeigt oder wieder die Tacho-Elemente, beziehungsweise hier eine recht minimalistische Anzeige und dann kommen wieder die Tacho-Elemente und dann an der Seite die zwei Knöpfe hoch und runter. Lässt sich hier zum Beispiel im Tacho noch verschiedene Untermenüs einstellen. Energiefluss kann man hier zum Beispiel sich anzeigen lassen, Radiosteuerung oder auch den aktuellen Verbrauch. Auf der linken Seite haben wir dann die Steuerung für den Tempomat und hier hinten, wie man es von Renault-Modellen kennt, die Mediensteuerung. Hier kann man zum Beispiel lauter und leiser schalten oder die Quelle weiter schalten. Und hier links haben wir zum einen eSafe-Knopf. Wenn wir die elektrische Energie ein bisschen sparen wollen und halt dann nur mit dem Sauger fahren wollen, kann man hier auf den Knopf drücken, dann wird der Elektromotor erstmal nicht genutzt. Und hier ein Knopf durch das doppelte Betätigen wird hier die personalisierte Fahrassistenzsysteme aktiviert. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel den Warnton, der ja jetzt Pflicht ist in allen neuen Modellen zur Geschwindigkeitsbegrenzung, können wir hier mit dem Knopf deaktivieren. Das ist auf jeden Fall, finde ich, auch ein wichtiger Punkt, dass man gewisse Einstellungen per Knopfdruck schnell deaktivieren kann und nicht erstmal im Menü hier rumsuchen muss. Die Materialien können wir uns auch nochmal anschauen. Wir haben hier an der Seite leichte Polsterungen. Generell an verschiedenen, ich würde sagen, Stoßpunkten im Auto hat man eine gewisse Polsterung, wie zum Beispiel hier an der Seite oder auch hier. Und dann aber größtenteils Hartplastik hier vorne am Armaturenbrett. Das Dach hier, ab hier ein schönes Stoffdach in Grau, was den Innenraum auch ein bisschen aufhält. Und wie man hier an dem Schriftzug noch erkennen kann, haben wir in der Top-Version das Harman Kardon Soundsystem, was auf jeden Fall auch eine Top-Soundqualität bietet. Und ich glaube, damit wäre auch schon das meiste gesagt. Wir können uns jetzt mal auf eine Testfahrt begeben und uns schauen, wie sich hier der Full-Hybrid auf der Straße verhält. Den Schalthebel legen wir in D und dann können wir uns auch schon auf den Weg machen. Natürlich in dem Full-Hybriden am Anfang starten wir rein elektrisch. Das macht sich natürlich auch in der Geräuschkulisse bemerkbar. Wenn man dann teilweise stärker aufs Gas geht oder natürlich höhere Geschwindigkeiten fährt, wird dann auch der Verbrenner mit eingeschaltet. Das hört man dann auch. Aber vor allem in der Stadt ist es kein Problem, mit dem Captur rein elektrisch zu fahren. Und natürlich macht sich das auch stark auf den Verbrauch aus. Jetzt aktuell ist wieder der Verbrenner zugeschaltet. Ich bin auch gerade im Sportmodus. Das heißt natürlich, das Ansprechverhalten ist auch ein bisschen direkter. Und wahrscheinlich auch der Motor wird öfter dazugeschaltet. Wenn wir hier einmal durch die Modi durchschalten, die können wir auch während der Fahrt ändern. Komfort zum Beispiel, dann ist das Ansprechverhalten wieder direkt viel geringer. Von 0 auf 100 braucht der Captur 9,9 Sekunden hier, der Full Hybrid. Das ist, würde ich sagen, auch ein ordentlicher Wert für einen Kompakt-SUV. 145 PS sind natürlich nicht die Welt, aber er fährt sich auf jeden Fall trotzdem ziemlich dynamisch. Macht auf jeden Fall Spaß. Hier auch auf der Landstraße ist die Beschleunigung gar kein Problem. Ich denke auf jeden Fall, das ist ein Wert, mit dem man leben kann. Ein ganz cooles Feature, wie ich finde, ist hier vorne der Energiefluss. Das ist ein Menü, das man sich einstellen kann. Hier wird dann angezeigt, wie gerade die Energie fließt, ob der Verbrenner mit eingeschaltet ist, ob sich die Batterie gerade auflädt oder eben entlädt. Finde ich auf jeden Fall eine ganz coole Anzeige, ist immer interessant zu sehen. Und natürlich spiegelt sich der Hybrid auch im Verbrauch wieder. Wir haben einen Gesamtverbrauch von 4,7 Liter auf 100 Kilometer. Ich denke mal auch, dass das einigermaßen realistisch erreichbar ist mit einer normalen Fahrweise bei einem Full-Hybriden. Und eine weitere Option haben wir nämlich hier am Wahlhebel. Wenn wir den noch einmal runterschalten, können wir in den B-Fahrmodus wechseln. Das gab es auch schon im Zoe, wer sich da noch dran erinnert oder wer das kennt. Das sorgt dafür, dass die Rekuperation deutlich stärker ist. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier vom Gas gehe, bremst der Captur ziemlich stark ab. Wir können mal schauen, wie weit er runterbremst. Ich glaube, stehen bleiben tut er nicht, aber ungefähr auf 9 km/h. Und so kann man zum einen natürlich die Bremsen schonen und zum anderen
nochmal ein bisschen stärker die Batterie aufladen und somit noch mehr Reichweite gewinnen. Auf jeden Fall auch sehr entspannt so in der Stadt zu fahren, wenn man sieht, dass man sich einer roten Ampel nähert, einfach vom Gas gehen und das Auto bremst ziemlich stark von alleine ab. Die Navigation können wir uns auch einmal noch anschauen. Auch während der Fahrt lässt sich die Navigation einstellen über Sprachsteuerung. Dank der Integration mit Google funktioniert das auch ziemlich gut. Da können wir einfach entweder über den Sprachbefehl oder über den Knopf hier am Lenkrad die Sprachsteuerung aktivieren. Route nach Bötzinger Straße 33 Freiburg. Bötzinger Straße 33 ist bei wenig Verkehr 54 Minuten mit dem Auto von deinem Standort entfernt. Es funktioniert auf jeden Fall ziemlich gut. Es erkennt alles sehr zuverlässig. Das ist jetzt unser Standort in Freiburg. Wenn wir da jetzt zum Beispiel hinfahren wollen würden, öffnet sich hier direkt Google Maps. Mit einem Knopfdruck lässt sich das Ganze dann starten. Auf jeden Fall habe ich es schon schlimmer erlebt in anderen Fahrzeugmodellen. Rechts abbiegen auf Heid, dann geradeaus auf Ambros-Nährenstraße. Und ich schalte es mal wieder aus, damit ich hier nicht unterbrochen werde. Das kann man natürlich auch deaktivieren. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr praktisches Feature und die Navigation funktioniert dann natürlich auch problemlos. Und über die Internetverbindung hat man natürlich auch alle aktuellen Verkehrsdaten und kann zum Beispiel auch Staus problemlos umfahren. Also kommt man im Captur auf jeden Fall gut an sein Ziel. Dann schauen wir uns noch einmal die Rückfahrkamera an. Die aktiviert sich natürlich automatisch, sobald wir in den Rückwärtsgang schalten. Wir haben hier auch natürlich die Anzeige von dem Lenkradius. Man sieht, die Kamera ist jetzt nicht besonders scharf, aber sie tut ihren Job. Die Piepser funktionieren auch und sie wechselt auch nochmal hier die Ansicht, wenn man sich nähert. Auf jeden Fall kann man sie problemlos benutzen, auch wenn sie jetzt nicht super scharf ist. Dann zeige ich euch noch einmal, wie man sein Handy hier verbinden kann. Dazu einmal in die Bluetooth-Einstellungen vom Handy und hier in das Telefonmenü. Einmal mit Bluetooth verbinden, neues Gerät koppeln und jetzt wird hier mein Handy schon angezeigt. Dann einmal auf Koppeln, auf dem Handy bestätigen und schon sind wir verbunden. Und jetzt fragt es mich auch direkt, ob ich Android Auto starten will. Das schauen wir uns hier einmal an, wie das Ganze aussieht. Und keine große Überraschung, sieht recht ähnlich aus zu der Standardansicht, denn basiert natürlich beides auf Google jetzt in dem Fall, aber auch Apple CarPlay funktioniert hier, wem das lieber ist. Man kann dann hier oben jeweils zur normalen Ansicht wieder wechseln oder zur Android Auto Ansicht, wie man es halt lieber hat. Und hier hat man dann auch nochmal zum Beispiel WhatsApp, Nachrichten ploppen dann auf und natürlich auch die Anrufe kann man dann hier entgegennehmen. In dem Fall finde ich die Verbindung jetzt nicht unbedingt notwendig, weil man eben diese ganzen Features zumindest größtenteils schon in der Standardausführung hat. So, ich würde sagen, an dieser Stelle können wir das Video beenden. Ich hoffe, wir haben euch einen guten Einblick in den neuen Captur verpasst. Solltet ihr noch weitere Fragen haben, könnt ihr diese gerne in die Kommentare schreiben. Natürlich gehen wir dann darauf ein und natürlich auch gerne ein Abo dalassen, wenn ihr keine weiteren Videos zu Renault und Dacia verpassen wollt. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Euer Auto aus Tabor.